Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen bei Astro Olymp. Es ist wieder Montag, ich bin dran. Wir machen heute mal ein kleines Auswahlorakel. Ich mache 2 Seiten mit unseren gemeinsamen Karten und ich bin gespannt. Das Mischen dauert jetzt eine Weile. Für alle, denen es zu lang dauert, könnt ihr hier in dem Bildschirm, habt ihr so ein Rädchen drin. Da kann man die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, ohne dass ihr vorspulen müsst. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jedes Like, über jedes Abo. Und jetzt gucken wir ein bisschen weiter. Die Engel lasse ich nachher drauf springen, weil da seht ihr sonst so, sucht euch eine Seite aus. Ich entscheide mich für die rechte Seite, beginne deshalb auch mit rechts. Schauen wir, was wir hier kriegen. Wir haben Phollus. Es geht um die Schönheit, es geht um die Muße, es geht um die Inspiration. Und wir haben die Maske, das Schicksal und den Flow. Hier kann sein, dass man sich vielleicht selbst ein bisschen zurückhält oder versteckt oder etwas von sich verbirgt. Wir haben ja das Thema Schönheit. Möglicherweise findet man sich nicht gut genug oder hat so ein bisschen Selbstzweifel. Möglicherweise auch Angst vor einem Konflikt, der damit hergeht oder einhergeht, sich zu zeigen, wie man ist, ne? Es sind sehr viele schicksalshafte Einflüsse, die uns geformt haben, die uns vielleicht auch gelehrt haben, wo man nicht so immer noch alles zeigt, ne? Wenn man sich ganz zeigt, wird man auch oft verletzt. Und ich habe hier, dass hier tatsächlich schicksalshaft ein neuer Flow einsetzt, dass man in den Fluss kommt, dass man etwas ablegen kann, dass man wieder die Schönheit der Dinge sieht, dass man inspiriert ist. Wir dürfen aufatmen. Die Belastung kann ganz plötzlich hier vorbei sein. Und wir haben hier tatsächlich auch jemanden, der uns irgendwie durch kränkelnde Zeiten hilft oder der uns erkennen lässt, wo wir noch verletzt sind, verletzt wurden oder wo wir auch, ich sag mal, in eine falsche Richtung laufen. Hier ist jemand, der gibt sich zu erkennen, der zeigt auf, der unterstützt, der lässt vielleicht den Blick hinter die Fassade auch zu. Das Wichtige ist hier zu erkennen, was ist nicht mehr gut für mich, wo tue ich mir selbst weh, wo verletze ich mich selbst, wo komme ich nicht weiter, wo habe ich so einen Stillstand. Und möglicherweise ist hier auch ein Impulsgeber, der eine richtige Richtung aufzeigt oder eine Situation auch wieder in den Flow bringt, wo man eben nicht den richtigen Blickwinkel hatte. So, wir haben hier Ariel. Das ist hier ein mächtiger Feuerengel, der uns bei wichtigen Entscheidungen hilft, klar, auf den richtigen Weg zu kommen.
und der das Feuer wieder entfachen lässt im Herzen für eine ganz besondere Situation. Ihr kennt es bestimmt alle, ne? Wenn man so feststeckt in einer Sackgasse oder wenn es nicht weitergeht oder wenn sich Dinge häufen und man sieht gar nicht mehr das Schöne im Leben, dann gibt es auch nichts, wo man richtig brennen kann dafür, ne? Wo man sagt, hier mache ich mein Herz auf, hier möchte ich eine Öffnung haben, hier soll es mir gut gehen. Okay, schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr hier Schönes? Ihr habt das 12. Haus am Wirken. Das 12. Haus ist ein Haus des Elementes Wassers. Da geht es um die Gefühle, die Emotionen, die Spiritualität, das Verborgene und natürlich auch um die Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion. Ihr habt hier vielleicht Themen, wo ihr Grenzen setzen dürft oder wo ihr eure Grenzen aufhebt, wo ihr euch nicht mehr begrenzt, wo ihr vielleicht erkennt, wie man die Dinge auch wieder mit Humor nehmen kann oder dass Humor an sich eine Lösung ist. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne? Und man kann hier vielleicht auch auf humorvolle Art und Weise Grenzen ziehen. Ihr werft hier Ballast ab, es wird leichter. Ihr habt hier eine sehr gute genesende Energie. Ne? Wir haben hier den Schamanen, hier das 12. Haus mit der Spiritualität. Der Schamane ist sozusagen der auch den Blick in die andere Welt ermöglicht, der genesende Energie mitbringt. Ihr seid hier auf dem Sprung, ihr wisst vielleicht noch nicht, wo ihr ankommt, aber es wird auf jeden Fall in einer Situation sein, wo ihr Genesung erfahren dürft. Hier bringt das Außen sehr viel mit, was Stress mitbringt. Ne? Hier geht es vielleicht auch darum, wie zeigt ihr euch, was darf man von euch sehen, wo nehmt ihr euch zurück, wo hat es seine Grenzen, wo kann ich auch das Außen nicht so arg beeinflussen. Ne? Das Außen macht eben, was es will, die anderen machen, was sie wollen und wir machen, was wir können und das kann manchmal kollidieren. Deshalb liegt ja auch dieser Absprung, ne? Halt dich fern, ziehe deine Grenze. Nehme nicht den Ballast von den anderen auch noch mit. Hier kommt sehr viel Stress auch von außen, ne? Oder dass dir hier jemand mit einquatschen will, dass dir jemand Ratschläge gibt, die du nicht brauchst. Man nennt es auch unerfragte Beratung. Und da darf man drüber lachen und die Grenzen ziehen. Vielleicht wirkt man nach außen auch gar nicht so in der Mitte, eher gestresst und aufgeregt. Vielleicht nimmt man auch sehr viel mit, was im Außen aufregend wirkt auf uns. Aber genau da gilt es jetzt, die Grenze zu setzen. Hier liegt auch eine große Erfahrung, die man macht. So, was habt ihr hier Schönes? Seraphel. Das ist der Engel der Kreativität und der Schöpfungskraft und unterstützt bei wichtigen Ideen sowie deren Umsetzung. Er schenkt Inspiration und Selbstvertrauen. Das kann natürlich auch ein Bereich sein, ne? Wer Selbstvertrauen hat, kann Grenzen ziehen. Und vielleicht ist genau das der Punkt, der genesen darf hier und der leichter werden darf. Wenn man immer Ja zu allem sagt und die Grenze nicht zieht, wird das Leben voll und schwer. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis Montag.